Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, meine lieben Freunde, ich war ja ein paar Tage nicht da gewesen und ihr habt ja gerade gestern das Video gesehen, wie ich Stufe 690 erreicht habe. Jetzt bin ich schon ein gutes Stück drinne in der 690 zu 91 und ja, weil das Video gestern schon natürlich ein paar Tage her gewesen ist. Und ja, ich kam dann hier zu Hause an und habe dann erstmal so ein bisschen ja, Pakete und sowas gecheckt und Post, was so ankam. Und ich hatte tatsächlich eine Zulieferung von Playa Games gehabt. Und das ist so das erste Mal, dass mir Shakes and Fidget irgendwas zugesandt hatte. Die Collectors Edition, die ihr hier immer im Hintergrund seht, die hatte ich mir damals auch selbst gekauft. Ich weiß, ein paar Leute haben die auch zugeschickt bekommen, aber damals war ich noch nicht so weit, dass ich ja, verpartnert war mit Shakes and Fidget. Und ja, da lag dann einmal dieser Brief hier drin, ja, von Playa Games. Ja, da steht dann auch ein bisschen was drauf. Ich kann euch das auch sehr gerne mal vorlesen. Ihr werdet das natürlich schon kennen, denn wir haben das unter anderem auch in den letzten Videos bereits schon behandelt gehabt. Trotzdem wollte ich das Ganze mal mit euch zusammen teilen, weil ich das super cool finde und eine richtig schöne Geste einfach mal. Und das werde ich mir definitiv auch hier irgendwo im Hintergrund dann aufhängen. Als ja, eingefleischter, langjähriger Fan von Shakes and Fidget ist das schon wirklich was Schönes, wenn man von denen auch tatsächlich was zugesandt bekommt. Ja? Ich habe zuerst gedacht, was hier von Playa Games Adresse, jetzt hier liegt hier jetzt die Kündigung im Haus. Ich hatte das auch schon auf Instagram gezeigt, aber war auf jeden Fall sehr cool. Und zwar die Überschrift Dungeon Map, ja, tapferer Abenteurer und furchtloser Held. In den finsteren Tiefen der Dungeons von Shakes and Fidget erwarten dich neue Herausforderungen. Dieses Mal haben wir eine besondere Karte für dich, eine Roadmap, gespickt mit Geheimpfaden und mysteriösen Symbolen. Sie führt zu den größten Schätzen, die in den kommenden Monaten auf dich warten. Wie gesagt, das haben wir alles schon behandelt, ne? Aber trotzdem wollte ich das Ganze mal euch auch nicht vorenthalten hier. Doch sei gewarnt, die Symbole verraten ihre wahre Bedeutung erst im Laufe deiner Abenteuer. Wirst du die Rätsel dieser Dungeon Map lösen und die verborgenen Schätze entdecken. Leg deine Rüstung an und mach dich bereit, denn das nächste Abenteuer wartet schon hinter der nächsten Tür. Viel Glück! Und ja, dann kam dazu halt eben diese super geil designte Karte. So sieht man das hier im Hintergrund. Ja, so sieht das aus hier. Und wenn ich die einmal drehe, dann werdet ihr das natürlich bereits schon sehen können und erkennen. Ja, das ist dann halt eben die Roadmap, die wir jetzt die letzten Wochen behandelt haben, mit den ganzen einzelnen Steps drauf, die wir halt auch schon anderweitig irgendwo gesehen haben. Und ja, das Ganze aber nochmal so in der eigenen Hand zu halten, sag ich mal, so halt wirklich so auf einen Stück Papier und ja, das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man das halt einfach nur digital irgendwo einen Screenshot hat. Es ist schon echt eine sehr schöne Sache und ich habe mich darüber halt eben sehr, 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 sehr doll gefreut, als ich das ausgepackt habe. Es gab auch noch einen kleinen Kuli von Playa Games dazu, aber das nur so am Rande. Und ja, es gibt halt nicht viel Merch von SF, so. Es gibt nicht viel, was man sich so aufhängen kann oder ins Regal stellen kann. Deswegen ist das ja gerade so für mich halt eben eine sehr coole Sache auf jeden Fall und dahingehend auf jeden Fall Dankeschön, danke. Ich hatte mich da auch schon bei Shakes and Fidget ja, schon bedankt auf jeden Fall, dass sie mir sowas zukommen lassen haben und sowas ja, kann auf jeden Fall sehr gerne öfter mal rumgeschickt werden. Also da bin ich ja der Letzte, der da auf jeden Fall abgeneigt ist. Und ja, ich meine, wie gesagt, es ist natürlich schon alles ein bisschen her. Wir kennen diese ganzen Themen natürlich schon und haben natürlich auch die Roadmap schon in einer gewissen Art und Weise schon behandelt, natürlich, ne? Aber vielleicht kommt in Zukunft auch hier und da mal öfter was. Wie gesagt, ich würde mich da sehr gerne freuen.
Ne? Generell bin ich halt auch so der Fan davon, ja, sich von seinem Lieblingsgame irgendwas irgendwie ins Regal zu stellen. Sei es halt nur irgendwie was Kleines, keine Ahnung, eine Tasse oder was weiß ich irgendwie. Ne? Das Coolste war natürlich die Collectors Edition, da sind natürlich viele geile Sachen damals drin gewesen. Da hatte ich auch hier auf YouTube damals noch ein Unboxing zugemacht. Wer das sehen möchte, was da alles drin war, das findet man, denke ich mal, auch noch auf YouTube. Und ja, so eine kleinen Dinge, die feiere ich halt sehr. Und ja, wie gesagt, habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Ja, Freunde, ansonsten sind die Videos natürlich ab heute wieder mehr oder weniger, ja, sag ich mal, live, beziehungsweise halt nicht mit so einer großen Zeitverzögerung dazwischen. Und ja, dahingehend ja, sind wir jetzt definitiv vom Zeitabstand her wieder, ich sag mal, allerhöchstens einen Tag auseinander und nicht so 4 oder 5, so wie jetzt gestern zum Beispiel. Ne? Aber ja, das kann hin und wieder mal vorkommen, dass man sowas ja, halt eben vorproduzieren muss, wenn man halt eben nicht zu Hause ist. Ne? Das ist ja ganz klar und ich denke mal, das ist ja auch verständlich. Ansonsten war auch einiges los gewesen. Wir hatten ja jetzt das Wochenende ja, viele Events gehabt und wir haben ja auch unter anderem noch das Sommersammelsurium, worauf ich jetzt natürlich noch gar nicht eingegangen bin, weil ich ja, wie gesagt, die Zeit jetzt nicht hier zu Hause gewesen bin. Ne? Aber es war ja auch so Gold-Event und XP-Event gleichzeitig. Da konnte man richtig Gas geben an dem Wochenende jetzt. Ich hoffe, ihr habt die Zeit auch sehr genutzt, um halt eben ja, eure Ziele zu erreichen, beziehungsweise guten Progress machen zu können. Ne? Ich habe auf jeden Fall wieder richtig Pech gehabt mit dem Würfelspieler. In der ganzen Zeit habe ich kein einziges Mal einen Vierer-Pasch Gold gewürfelt beim Gold-Event. Ja? Und es ist, glaube ich, 1 oder 2 Tage das Event vorbei. Und ich werfe einen Fünfer-Pasch Gold. Es ist wirklich jedes Mal so. Entweder vor dem Event oder nach dem Gold-Event, aber niemals dazwischen so. Ne? Also das ist schon irgendwie echt wie verhext. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich habe trotzdem die Tage jetzt auch sehr gut Stat-Punkte machen können. Und ihr seht es ja auch anhand der Erfahrung, dass jetzt halt eben in den paar Tagen dann doch schon gut was zusammenkam. Und ja, dafür, dass wir jetzt vor allzu gar nicht langer Zeit angefangen haben, jetzt Ausdauer zu skillen, muss ich sagen, haben wir jetzt schon fast die 25, also die 325k Ausdauer geknackt und wir haben ja bei 300 haben wir angefangen auf Ausdauer zu gehen und ja, sobald wir die Intelligenz hier auf einer halben Million gehittet haben, ne, das haben wir ja geswitcht und dafür jetzt schon wieder 25k ausgelockt, 25k in Ausdauer zu haben in der kurzen Zeit, also kommt mir jetzt noch nicht so lange vor, muss ich sagen, ist auf jeden Fall schon, ja, denke ich mal, ganz akzeptabel, ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch hauptsächlich das kleine Paket hier in dem Video mal vorführen. Und ja, ich denke mal, das werde ich mir irgendwo hier im Hintergrund aufbewahren. Zum Beispiel es gibt ja noch, das gibt es ja jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Es gibt ja, oder es gab ja die Schatten- und Lichtwelt. Ich meine, gut, die gibt es immer noch, aber ihr könnt euch ja bestimmt noch an diese breite Dungeon-Karte erinnern und nicht dieses Hochformat, wie es jetzt halt momentan gerade ist, mit was so scrollbar ist, sondern dieses auf einen Bildschirm langgezogene. Das war zum Beispiel auch in der Collectors Edition drin. Und das war nur so ein kleines Poster, das hängt zum Beispiel auch bei mir auf dem Flur. Ja, und ja, das gibt es so in der Form nicht mehr und ist halt auch eine geile Erinnerung. Und so werde ich wahrscheinlich auch die Roadmap irgendwo im Hintergrund aufhängen. Die war ja so aus Leder gewesen. Das war ja auch gar nicht so eine schlechte Qualität, auf jeden Fall. Und ja, das war definitiv jetzt oder ist jetzt auch auf jeden Fall was Besonderes, weil das jetzt so in der Form gar nicht mehr gibt. Ne? Also in diesem Handyformat, da kann man jetzt zwar nicht so ein geiles Format machen, so 16:9 mäßig oder so, irgendwie so Poster-mäßig, ne? Allerdings ja, es ist natürlich für die Mobile-Version praktischer und es bietet natürlich auch mehr Potenzial nach oben hin, sag ich mal, noch mehr Dungeons in Zukunft hinzuzufügen, was halt mit der anderen Dungeon-Karte halt nicht so gewesen ist. Da war der Platz halt eben begrenzt und man konnte halt nicht scrollen und ja, deswegen denke ich mal, ist das
ja schon langfristig gesehen die etwas bessere Alternative dazu. Ne? Ja, Freunde, ansonsten bin ich jetzt wieder da. Ich habe mich sehr gefreut über das Paket von Playa Games. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Und habe das Ganze jetzt auch physisch in meiner Hand. Wie gesagt, als großer Fan natürlich immer eine schöne Sache. Und ja, das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.